Ich habe 10 Stunden tief und fest geschlafen in der Turnhallen-Pilgerherberge in Minaya auf dem spanischen Jakobsweg Camino de Levante. Nach einem kurzen Frühstück starte ich um 7:45. Die 13. Etappe führt mich in 19 Kilometer von Minaya nach San Clemente. Der Camino de Levante von Valencia nach Zamora an der Via de la Plata hat eine Länge von 820 Kilometern. Gestern dachte ich, die Übernachtung in der Turnhalle ist eine interessante Erfahrung, das muss ich aber nicht nochmal haben. Heute finde ich, es war eigentlich ganz okay, wahrscheinlich weil ich so gut geschlafen habe. Ich wurde nur einmal durch laute Musik geweckt. In einer Bäckerei kaufe ich mir zum zweiten Frühstück eine Hefeschnecke, so schön, wie ich sie schöner nicht hätte machen können. Gestern hatte ich Probleme, hier einen Laden zu finden, aber dafür gibt es in diesem kleinen Ort 3 Banken. Ich bin nun schon eine Viertelstunde unterwegs, es ist Zeit für das zweite Frühstück. Seit Chinchilla de Monte Aragon verliefen der Camino de Levante und der Camino del Sureste gemeinsam. Hier in Minaya trennen sich nun die beiden Jakobswege, um sich nach 72 Kilometern in El Toboso wieder zu vereinigen. Hier in der La Mancha trifft man immer wieder auf Figuren des Don Quixote und seines treuen Dieners Sancho Panza. Panza heißt auf Spanisch übrigens Bauch oder Wampe. Am Ortsausgang von Minaya steht das Hostal Restaurante Antolin, wo man laut Pilgerführer für 25 € übernachten kann. Über Booking.com kostet die Übernachtung 35 €, vielleicht bieten sie einen Pilgerrabatt an. Es ist immer gut, wenn man beim Buchen erwähnt, dass man Pilger ist. Seit Albacete, also seit 2 Tagen, verläuft der Camino de Levante nahezu topfeben auf etwa 700 Meter Höhe. Erst ab Villacañas in mehr als 100 Kilometern wird der Jakobsweg wieder etwas hügeliger werden. Ein kurzer Stopp, um die Hosenbeine abzuzippen. Der Wind ist schwächer geworden und es ist angenehm frisch. Um 10:30 erreiche ich den kleinen Ort Casas de los Pinos.
Bei der Kirche gibt es einen kleinen Laden und die Bar Los Pinos. In der Bar sitzen an verschiedenen Tischen einige Männer und essen ein warmes Tellergericht. Es duftet verlockend, aber weshalb essen die um 10:30 zu Mittag? Ich werde die spanischen Essenszeiten nie verstehen. Ich trinke vor der Bar einen Café con Leche. Im Augenwinkel sehe ich Christian, den Franzosen, den ich vor 6 Tagen zum ersten Mal getroffen habe. Er hat wohl diese Bar angesteuert und auf dem Absatz kehrt gemacht, als er meinen Rucksack sah. Bald ziehe ich weiter, bis San Clemente sind es noch 10 Kilometer. Der Camino de Levante führte die letzten Tage nur durch abgeerntete Felder. Heute sehe ich endlich mal wieder einen Wald. Ich konnte gestern keine Unterkunft in San Clemente finden. Die Pilgerherberge dort hat wegen der Pandemie geschlossen und die Hostels aus meinem Pilgerführer werden gerade renoviert. Aber Rodrigo hat gestern über die Touristeninformation eine Unterkunft gefunden und dort für mich ein Zimmer reserviert. Rodrigo unterbricht heute den Camino de Levante. Er will auf La Palma Verwandte besuchen und den dortigen Vulkanausbruch anschauen. Ich verfolge hier auf dem Camino weiterhin keine Nachrichten, habe aber vor ein paar Tagen in einer Bar im Fernseher Bilder von den Lavaströmen gesehen. Bei La Palma denke ich an Palma de Mallorca und wundere mich, dass es auf den Balearen vulkanische Aktivitäten gibt. Ich habe erst zu Hause kapiert, dass der Vulkanausbruch auf einer der Kanarischen Inseln ist. Um 1:30 sehe ich von der Autobahnbrücke San Clemente. Die Stadt mit 7000 Einwohnern hat zahlreiche Kirchen und Herrenhäuser. Fahrende Verkäufer sind hier nicht gern gesehen. Durch einen Torbogen betritt man die schöne Plaza Mayor mit der Iglesia de Santiago Apóstol und dem Rathaus aus dem 16. Jahrhundert. Direkt an der Plaza Mayor liegt auch meine Unterkunft, das Hostal La Plaza. Im Erdgeschoss befindet sich eine Bar. Das nette Zimmer mit Fenster zum kleinen Innenhof kostet 20 €. Es riecht etwas streng, entweder nach Abfluss oder nach toter Maus. Das Licht funktioniert nicht und der Vermieter verspricht mir bis heute Abend eine Nachttischlampe zu bringen. Später schaue ich mir die Stadt an. Wie das Rathaus, so wurde auch die Jakobskirche an der Plaza Mayor im 16. Jahrhundert im Renaissance-Stil erbaut. Die Kirche hat zusätzlich frühe gotische und späte barocke Elemente.
Der Torre Vieja aus dem 15. Jahrhundert ist das älteste Gebäude der Stadt. Zum Abendessen gibt es einen leckeren Döner-Teller.